Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir auch auf der Suche nach Drehorten. Drehorte von Filmen, Fernsehserien und Fernsehreihen. Wir sind in Ostfriesland. Wir sind in der Stadt Norden an der Nordseeküste. Denn hier suchen wir die Drehorte der Fernsehreihe Ostfriesland-Krimis. Die Ostfriesland-Krimis spielen nicht nur in der Stadt Norden, die Filme werden auch größtenteils hier gedreht. Wir sind hier am Marktplatz von Norden und hier liegen einige wichtige Drehorte der Ostfriesland-Krimis. Erfinder und Autor der Ostfriesland-Krimis ist Klaus-Peter Wolf. Geboren wurde er in Gelsenkirchen, heute lebt er im Norden. Hier schreibt er seine Bücher. Über 13 Millionen Mal wurden seine Bücher bisher verkauft. Googelt den Mann mal, ihr werdet erstaunt sein, was für ein Werk der bisher geschrieben hat. An Büchern und an Drehbüchern für Filme. An seinen Ostfriesland-Krimis kaufte das ZDF die Filmrechte und verfilmt seit 2017 die Bücher. Gesendet werden die Filme im Rahmen des ZDF-Samstagskrimis. 7 der Filme wurden bisher gesendet, weitere sind bereits abgedreht. Die Filme erzählen die beruflichen und privaten Ereignisse von Hauptkommissarin Ann-Kathrin Klaassen. Ihr zur Seite steht Kommissar Frank Weller. In der Kriminalpolizeizentrale in Aurich spielen wichtige Rollen Kommissar Ruppert und Kripo-Chef Ubo Heide. Im Norden findet man die Drehorte der Ostfriesland-Krimis tatsächlich auf engstem Raum. Einen Drehort schauen wir uns die ganze Zeit schon an, das ist nämlich die Polizeiwache. Das Haus steht übrigens am Marktplatz von Norden. Der Marktplatz, der gilt als einer der größten Marktplätze Deutschlands, auf dem Bäume stehen. Das Haus wurde Anfang des 17. Jahrhunderts gebaut, es ist natürlich denkmalgeschützt. Ein Erhard Lüpener aus dem Geschlecht der Häuptlinge von Soldburg und von 1620 bis 43 Bürgermeister von Norden hat das Haus gebaut. Die Kartuschen am Haus, die zeigen einmal das Familienwappen der Familie Lüpener und das der Familie seiner Frau. Das Haus, das der Drehort für die Polizeiwache ist übrigens tatsächlich eine Polizeiwache. Hier ist tatsächlich der Sitz des Polizeikommissariats. Der rechte Teil des Hauses war übrigens mal ein eigenständiges Giebelhaus. Der Giebel, der wurde im 19. Jahrhundert abgerissen. Von diesem Gebäudeteil steht nur noch die Fassade, dahinter ist ein Neubau. Die Filmszenen der Ostfriesen-Krimis, die spielen entweder vor der Polizeiwache oder entlang der Häuserzeile daneben. Das sind Szenen aus Ostfriesenmoor. Ganz rechts das Haus, das ist im Norden eigentlich sehr bekannt, das heißt die 3 Schwestern, weil die 3 Häuser sich so ähnlich sehen. Wenn ich jetzt nach rechts schwenke, sieht man ein Café. Das Haus, das steht auch auf dem Marktplatz und war auch schon Drehort. Hier wurden wichtige Szenen für Ostfriesenmoor gedreht. Vor dem Café wird nämlich einem Mädchen der Kinderwagen samt Baby gestohlen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Szene. Der Drehort liegt also genau gegenüber dem Drehort Polizeiwache. Rechts sieht man die Ludgeri-Kirche. Die Kirche war auch schon öfter bei Szenen zu sehen. Die Ludgeri-Kirche gilt übrigens als die größte Kirche Ostfrieslands. Gleich gegenüber vom Marktplatz, da geht es rein in den Teil der Innenstadt mit vielen Läden und Geschäften. Schräg gegenüber der Polizeiwache und genau gegenüber dem Café steht diese Apotheke. Die Schwanenapotheke war nämlich auch schon Drehort. Ja, das ist dann die Häuserzeile, die sieht man von der Polizeiwache und vom Markt aus. Da drüben geht es in die Osterstraße rein, das ist eine geschäftige und belebte Straße.
Wir sind jetzt ein paar Meter in die Osterstraße reingegangen und hier stoßen wir auf einen weiteren Drehort der Ostfriesland-Krimis. Die Konditorei Café Tenkate. Das Café heißt im Film genauso wie in der Realität. Hier treffen sich die Kommissare zum Kaffeetrinken. Hier kauft Kripo-Chef Ubo Heide auch seine Marzipanseehunde. Die Konditorei Café Tenkate im Norden gibt es schon seit 1878, ein richtiges Traditionsgeschäft. Das Unternehmen wird jetzt in der 5. und 6. Generation von der Familie Tapper geführt. Ja, und die haben so ein bisschen mit Seehunden. Nicht nur Ubo Heide kauft sich hier Seehunde, die gibt es hier tatsächlich zu kaufen, in Schokolade und in Marzipan. Das ist Ubo Heide beim Genuss eines Seehundes. Das macht er übrigens in jedem Film. Besonders dann, wenn der Fall etwas knifflig wird. Nun einmal wie Ubo einen Seehund genießen. Wir haben uns natürlich auch Marzipan-Seehunde gekauft und dann im Stil von Ubo auf einem Teller mit einem Messer geteilt und genossen. Na gut, die sehen nicht genauso aus wie die Ubo immer kauft, aber das ist wohl eine Sonderanfertigung extra fürs Fernsehen. Für den nächsten wichtigen Ostfriesland-Krimi-Drehort fahren wir 30 Kilometer ins Landesinnere. Unser Ziel ist die Stadt Aurich, die zweitgrößte Stadt hier in Ostfriesland. Ein netter, belebter Marktplatz, eine sehenswerte Altstadt. Die Stadt, die war Residenz der ostfriesischen Fürsten und Sitz der preußischen Verwaltung Ostfrieslands. Wir gehen zum ehemaligen Schloss. Ganz in der Nähe liegt der ehemalige Hafen von Aurich. Das Hafenbecken ist heute zugeschüttet, ein Parkstreifen mit Spazierwegen. Da hinten sehen wir einen modernen Gebäudekomplex, die Stadtverwaltung von Aurich, das Rathaus. Und hier ist ein bekannter Ostfriesland-Krimi-Drehort. Das Gebäude der Stadtverwaltung ist im Film nämlich die Kriminalpolizeizentrale. Hier sitzt der Kripo-Chef, hier arbeiten die Kommissare, hier ist die Zentrale. Im Film zu sehen bekommt man den Eingangsbereich. Der Eingang, der Richtung Altstadt liegt. Der Eingang kommt eigentlich in jedem Ostfriesland-Krimi vor. Das Gebäude wird im Film immer von außen gezeigt. Hier gehen die Schauspieler rein oder raus und hier parken die Autos vor dem Eingang. Von hier aus fährt man zum Einsatz. Das ist die Sicht, die die Kommissare bzw. die Schauspieler haben, wenn sie das Gebäude verlassen. Man sieht die ersten Häuser der Altstadt. Hinter den Häusern liegt die Fußgängerzone. Das ist der Blick nach links. Hinten sieht man das Pingelhus, eine Sehenswürdigkeit hier in Aurich. Da sind die Schiffe früher aus dem Hafen rausgefahren. Und man sieht die Gebäude der ostfriesischen Landschaft. Und das ist ein Blick in die andere Richtung. Zurück in die Stadt Norden. Knapp 600 Meter vom Marktplatz entfernt liegt an einer vielbefahrenen Straße dieses Haus. Wenn ihr Ostfriesenmoor gesehen habt, dann kennt ihr das Haus. Im Film ist hier die Pension, in der sich der Kommissar mit einer Angestellten der Pathologie trifft. Im Film soll das Haus im benachbarten Marienhafe stehen. In Wirklichkeit ist das hier aber im Norden. Die Filmpension ist tatsächlich eine Pension. Das Logo ist identisch, nur der Name, den hat man etwas verändert. Das hat man sozusagen bearbeitet. So nämlich sieht das Schild im Original aus.
Wir sind immer noch im Norden, und zwar jetzt auf dem Parkdeck von Kaufland. Hier standen damals die Kameras für eine Szene, in der sich der Freund und der Ex-Mann einer Frau, deren Baby gestohlen worden war, treffen. Und so sieht der Drehort in Wirklichkeit aus. Jetzt stehen natürlich ein paar Autos hier. Gleich neben dem Parkdeck, da stehen zwei Mühlen. Die Deichmühle Wagener und die Friesermühle. Die Deichmühle Wagener ist das Wahrzeichen von Norden. Nicht weit entfernt von Norden liegt die Krummhörn, unser nächstes Ziel. Der wichtigste Touristenort in der Krummhörn ist Greetsiel mit seinem Kutterhafen. Nicht nur die malerischen Kutter werden als Kulisse genutzt, im Sihltief hat auch schon mal ein Segelschiff gelegen, auf dem Szenen gedreht wurden. 7 Ostfriesland-Krimis wurden bisher verfilmt. Die erste Verfilmung, das war 2017, das war Ostfriesen Killer. Dann kam Ostfriesen Blut, Ostfriesen Sünde, Ostfriesen Grab, Ostfriesen Angst, Ostfriesen Sühne und Anfang 2023 gesendet wurde Ostfriesenmoor. Nahe Greetsiel kommen wir nach Grothusen, einem Ortsteil der Gemeinde Krummhörn. Hier steht die Osterburg. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und hier war ein Drehort im Ostfriesland-Krimi Ostfriesenmoor. Hier wohnte ein Psychologe, der mit Jugendlichen Therapiefahrten auf einem großen Segelschiff unternahm. Die Kommissare haben ihn im Film mehrmals besucht. Die Osterburg, das ist eine ehemalige ostfriesische Häuptlingsburg. Heute wohnt hier der Eigentümer. Die Osterburg ist aber auch ein beliebtes Ausflugsziel in der Krummhörn. Besonders das Restaurant in der ehemaligen Scheune ist sehr bekannt. In einer Szene kommt der Psychologe von einem Waldspaziergang zurück. Die Szene wurde auch hier gedreht. Es ist das Waldstück gleich neben der Osterburg. Noch mehr Drehorte der Ostfriesland-Krimis. Norddeich. Hier werden die Strand- und Dünenszenen gedreht. Besonders beliebt ist der Hundestrand. Hier am Strand spielte auch schon mal eine Szene, in der Ostfriesland-Krimi-Erfinder Klaus-Peter Wolf mitspielte. Der spielte übrigens schon öfter mit, denn er und seine Frau haben in jedem Ostfriesland-Krimi einen sogenannten Cameo-Auftritt. So, das war's hier aus Ostfriesland, aus Norden und Umgebung von den Drehorten der Ostfriesland-Krimis. Falls ihr die Filme nicht kennt, schaut es euch mal in der Mediathek an. Ansonsten lest unbedingt die Bücher von Klaus-Peter Wolf. Das war's. In diesem Sinne. Tschüss.